Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zeige euch heute, wie ihr das Hemdblusenkleid Lou näht. Wir haben hier einen Hemdblusenkragen, eine wunderschöne Knopfleiste, ein Bindeband, was durch einen Tunnel geführt wird und lange Ärmel mit Gummizug. Wenn ihr gerne eine Sommervariante davon haben möchtet, dann könnt ihr auch einfach die kompletten Ärmel weglassen, denn wir haben hier überschnittene Schultern und das sieht für den Sommer auch richtig schön aus. Ich habe die Teile hier schon mal aufgelegt, die wir jetzt zuschneiden werden. Hier vorne habe ich das obere Vorderteil, das ist nicht im Bruch, der Bruch ist hier unten. Hier oben ist die Webkante, also hier lang, hier und hier ist der Fadenlauf. Wir haben hier das Rückteil, das im Bruch ist. Da solltet ihr auch so genau wie möglich arbeiten, dass es auch am Halsloch nicht zu klein oder zu groß wird, damit der Kragen nachher auch reinpasst. Dann haben wir hier das untere Rückteil, also quasi der untere Rock hinten. Der ist auch im Bruch. Dann haben wir hier die Knopfleiste parallel zur Webkante. Das untere Vorderteil, also der vordere Rock quasi. Hier kommen dann noch die Kragen- und Kragenstegteile hin. Die würde ich aber immer offen zuschneiden, also in einer Stofflage, nicht doppelt im Bruch, weil so, bei solchen kleinen Teilen kann sich es sonst immer mal verschieben. Das ist ein bisschen schwierig. Zudem, da hier die Teile auch mit Einlage beklebt werden, würde ich das in einem Grobschnitt machen für das Teil, was noch fixiert wird. Also einmal grob drumherum schneiden, fixieren und danach erst im Feinzuschnitt machen. Und dann, da mein Tisch zu Ende ist, kommen dann da gleich auch noch der Ärmel, der Tunnel und das Bindeband hin. Aber das schneiden wir jetzt hier erstmal alles aus. Denkt dran, immer auch schön die Knipse mit zu markieren. Am Vorderteil haben wir an der Schulter einen am Armloch. Im Rückteil haben wir 2 im Armloch, wie immer. 2 Knipse sind immer hinteres Armloch. An der Schulter auch einen. Wir markieren uns auch den Bruch in der hinteren Mitte. Dann am unteren Rückteil auch unbedingt den Bruch markieren. Und hier ist nochmal auf dem oberen Drittel an der Seitennaht eine Markierung und unten für den Saum. Dann haben wir an der Knopfleiste 3 Markierungen, einmal für die Mitte und dann die Seiten oben und unten. Und das Vorderteil ist auch genau wie das Rückteil unten. Am Saum haben wir eine Markierung hier und auf ein Drittel haben wir eine und dann haben wir hier oben auch nochmal entsprechend der Größe. Bei der Knopfleiste könnt ihr auch gerne erstmal einen Grobschnitt machen, das Ganze fixieren und danach richtig zuschneiden, denn da muss ja auch die Einlage drauf und dann wird das Ganze ein bisschen sauberer. Weil es kann immer mal sein, dass der Stoff beim Fixieren etwas einläuft. Der Grobschnitt funktioniert einfach so, ihr schneidet einfach ein größeres Stück Stoff zu, als ihr braucht, fixiert dieses Stück Stoff und dann wird danach zugeschnitten. Also das Stück nehme ich jetzt hier und fixiere das und danach dann den richtigen Zuschnitt. Bevor wir jetzt ans Fixieren gehen, schneide ich aber noch die restlichen Schnittteile kurz aus. Wir haben ja noch hier das untere Vorderteil und den Ärmel. Und dann haben wir noch den Tunnel, der einmal im Bruch zugeschnitten wird. Und den Gürtel, den würde ich einfach gleich in der richtigen Länge reißen, den würde ich gar nicht zuschneiden. Genau, die Sachen schneiden wir noch aus, Markierung übernehmen und dann geht es ans Fixieren. So, ich bügele das jetzt hier auf und danach schneide ich die Schnittteile zu. Achtet beim Aufbügeln von Einlage darauf, natürlich die richtige Temperatur zu wählen, passend zu der Einlage, die ihr habt und immer ohne Dampf. Ganz, ganz wichtig, sonst fixiert sich die Einlage nicht richtig auf dem Stoff und das wollen wir ja nicht. So, ich habe jetzt alles fixiert und dann schneiden wir jetzt noch die Knopfleiste aus. Da hier habe ich jetzt die beiden Teile wieder aufeinander gelegt, die sind beide fixiert. Und dann schneiden wir hier noch Kragen und Kragensteg aus. So, wir haben dann zweimal
Kragen und also einen Kragenstich und einen Kragen mit Einlage und dann brauchen wir noch einen ohne, wenn man richtig lesen würde, was auf den eigenen Schnittmustern steht. Deswegen schneide ich jetzt auch noch einmal ohne Einlage zu. Bei den Kragenteilen solltet ihr wirklich ganz genau arbeiten, denn hier kommt es wirklich auf jeden Millimeter an, dass nachher alles zusammenpasst. Achtet darauf, hier die ganzen Knipse zu machen. Einmal in der Mitte, dann rechts und links daneben unten. Unten sind nochmal 2 an der Seite und oben sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und am Kragen sind unten jeweils 2. Oh, da habe ich vergessen. Die Mitte zu knipsen. Die ist ganz wichtig. Gerade beim Kragen ist die Mitte immer sehr, sehr wichtig. Genau, hier habe ich sie in der Mitte, rechts und links daneben und dann oben nochmal. Ich habe alle Teile rundherum versäubert, bis auf Halsausschnitte, die Kragenteile und den Saum. Die habe ich nicht versäubert. Und wir schließen nun als erstes die Schulternaht. Dafür legen wir die Vorderteile rechts auf das Rückteil und schließen die Schulter bei 1 cm. Moment, so rum. Also wir schließen dann hier und hier einmal bei 1 cm. Als nächstes nehmen wir den Ärmel an. Dafür legen wir jeweils einen Ärmel rechts auf rechts. Ihr erkennt die rechte Seite hier an dem gelben Punkt auf das Vorder- und Rückteil. Achtet darauf, dass die Knipse aufeinander passen. Wir haben jeweils immer 2 Knipse hinten im Rückteil und einen Knips im Vorderteil und ein Knips trifft auf die Schulter. Also sucht euch am besten die Stelle, wo 2 Knipse sind und schaut, dass das nach hinten kommt. Ich habe das jetzt so, ich stecke mir das generell nicht, ich mache das unter der Nähmaschine, fange hier dann an und schaue, dass die Knipse aufeinander passen. Auf der anderen Seite mache ich es genauso. Wenn ihr die Ärmel angenäht habt, bügelt am besten einmal die Nahtzugaben in das Vorder- und Rückteil und danach können wir dann die Seitennähte schließen, die Seiten- und Ärmelnähte. Dafür legen wir uns dann rechts auf rechts Vorder- und Rückteil und den Ärmel. Und dann können wir einmal den Ärmel hier und hier schließen. Aber erst bügele ich das noch und danach wird das zusammengenäht an beiden Seiten. Als nächstes nehmen wir uns die Rockteile und legen sie rechts aufeinander, so dass die Seitennähte aufeinander liegen. Woran erkennt ihr, dass jetzt bei dem Vorderteil die Seitennaht ist? Die vordere Kante ist im geraden Fadenlauf und wenn ihr euch die Seite anguckt, ist es im schrägen Fadenlauf. Zudem haben wir an der Seite einen Knips, so dass dann nachher die Knipse aufeinander passen. Als nächstes nehmt ihr euch den Tunnel und klappt ihn zweimal an beiden kurzen Enden 0,7 cm nach innen und dann klappt ihr eine Seite von rechts nach links um und bügelt sie 1 cm. Dann nimmst du dir dein Rockteil und steckst den Tunnel rechts auf die obere Kante. Dabei liegt die umgebügelte Kante nach unten und die offene Kante wird dann auf die Kante des Rocks gesteckt. Hier könnt ihr euch dann wieder an den Knipsen orientieren. Der mittlere Knips kommt in die hintere Mitte vom Rock. Dann haben wir noch einen Knips, der auf die Seitennaht trifft und einen Knips, der hier mittig nochmal trifft. Und dann läuft der Tunnel einfach vorne aus. Er geht nicht bis zur vorderen Kante, denn hier ist die Öffnung vom Tunnel und da muss dann später der Gürtel reingezogen werden. Also es geht nicht bis ganz vorne, sondern hört kurz davor auf. Ihr könnt euch das jetzt stecken, wenn ihr wollt. Ich würde es jetzt so annähen. Schaut dann darauf, dass ihr die Knipse aufeinander habt, wenn ihr anfangt zu nähen. Ihr näht hier den Tunnel dann auch mit diesem umgeschlagenen Stück fest. Also das umgeschlagene bleibt auch so. Und dann nähen wir hier bei 1 cm, starten hier vorne und immer schön schauen, dass die Knipse aufeinander passen. Jetzt haben wir den Tunnel hier angenäht. Wir haben immer noch die rechte Seite oben und jetzt legen wir rechts auf rechts das Oberteil auf das Rockteil und dazwischen hängt jetzt unser Tunnel. Der bleibt so runtergeklappt, wie er ist. So, wo ist hier oben und unten? Und dann stecken wir uns das komplette Vorder- und Rückteil auf das Rockteil und können das Ganze dann auch bei 1 cm schließen.
Hier ist es natürlich so, dass das Vorderteil und der Rock in einem abschließt, nicht wie der Tunnel etwas kürzer ist. Und es kommen dann immer die Seitennähte aufeinander. Dann hinten in der hinteren Mitte ist ja auch wieder ein Knips und wieder die Seitennähte. Wenn ihr jetzt das Oberteil, sage ich mal, wieder aufklappt, hängt jetzt hier der Tunnel genau dazwischen. Und die umgebügelte Seite vom Tunnel ist nun sichtbar. Wir können dann jetzt die Nahtzugaben alle nach unten bügeln, so dass der Tunnel schön flach liegt, und danach steppen wir dann den Tunnel knappkantig auf das Oberteil. Also hier ist das Oberteil, hier ist der Rock, und dann bügeln wir jetzt alles schön flach nach unten und steppen an dieser Kante flach bei 0,1 cm knappkantig den Tunnel auf. Ich habe mir jetzt zum Absteppen einen Kantenfuß dran gemacht. Hier hat man dann eine kleine Führung. Damit kann man dann wunderbar knapp absteppen. Achtet beim Absteppen auf jeden Fall drauf, dass alles auch unterm Tunnel schön glatt liegt, dass dann nachher nicht irgendwo eine Falte eingenäht wird. Als nächstes nähen wir das Bindeband. Dafür habt ihr jetzt mehrere Varianten. Es kommt so ein bisschen darauf an, was ihr schöner findet oder wo ihr mehr Lust drauf habt. Ich nähe das Band gerne rechts auf rechts aufeinander, nähe es einmal ab und wende es dann. Das ist manchmal so ein bisschen fummelig, gerade weil das Band ja jetzt nicht so super breit ist. Ich benutze dafür gerne dieses Tool hier. Das ist von Prüm so ein Wendenadelset. Also da hat man ein Teil, mit dem man quasi da durchschiebt, und einen Tunnel. Ich finde, damit funktioniert es tatsächlich am besten, wenn man etwas wenden möchte. Das gibt es auch ein bisschen schmaler. Sonst habe ich viele andere ausprobiert, das hat irgendwie nicht so super gut funktioniert. Also das ist bis jetzt das, was am besten funktioniert hat zum Wenden. Sonst geht aber auch jede Art von langem, dünnen Stäben, sage ich mal. Also ob es jetzt ein Schaschlikspieß ist, der vielleicht vorne nicht ganz so spitz ist, oder ob es ein Kochlöffel ist oder irgendwas in der Richtung. Damit kann man immer super gut wenden. Ihr müsst halt natürlich gucken, ob dann die Dicke des Teils, was ihr da habt, auch zu dem Band passt, weil dieses Band ist relativ schmal. Wenn das für euch zu viel Aufwand ist, zu fisselig, also ich sitze da auch immer ewig, um das zu wenden, könnt ihr auch einfach das Band bügeln. Ihr bügelt es einmal zur Hälfte und dann nochmal die Seiten einklappen und nochmal bügeln, und dann könnt ihr das auch knappkantig absteppen. Dann habt ihr auch ein Band, ist deutlich schneller gemacht. Ihr müsst mehr bügeln, dafür könnt ihr dann schnell absteppen. Ja, vielleicht manche mögen vielleicht lieber bügeln, andere mögen vielleicht lieber ein bisschen fummeln beim Wenden. Das ist ganz euch überlassen. Oder dritte Variante, ihr habt einen Kantenformer, einen Bandeinfasser. Den gibt es für die Nähmaschine. Ich habe so ein Teil nicht, aber es gibt ja manchmal so Kantenformer, so, wo man Schrägbänder reinmachen kann, und das könnt ihr mit dem dann auch machen, wo dann automatisch das gefaltet und durchgenäht wird. Das könnt ihr dann auch nehmen, falls ihr sowas da habt. Ich hätte sowas gerne, ich glaube, das muss ich mir nochmal anschaffen, aber genau, ich mache das jetzt so, ich bügel mir das nicht. Ich nähe es rechts auf rechts zusammen und werde das dann hier mit diesen Wendenadeln wenden. Ich nehme jetzt das Band rechts auf rechts und steppe es bei 0,7 cm ab. Am besten ist es immer, die Nahtzugabe dann so schmal wie möglich zu haben, wenn ihr das wenden wollt, weil natürlich das innen drin dann auch nochmal dick ist, und je schmaler die Nahtzugabe ist, desto weniger müsst ihr wegschneiden oder so. Ihr könnt auch 0,5 cm oder so nehmen. Wichtig ist natürlich nur, dass ihr auch wirklich dann beide Stofflagen zusammenfasst, damit es dann auch wirklich nachher ein Band ist, was zu ist. Das wäre sonst blöd. Also wenn ihr euch sehr sicher seid, dass ihr ein ganz gerades Band habt, könnt ihr auch 0,5 cm nähen. Das ist jetzt hier relativ egal. Beim Wenden ist es zudem wichtig, dass ihr hier auch die kurze Seite vom Band schließt, weil ihr ein zues Band haben müsst, um Sachen wenden zu können. Das mache ich jetzt mal eben. Wichtig auch gut verriegeln. Diese Naht wird beim Wenden immer sehr beansprucht. Und dann nähen wir bei 0,7 cm das Band zusammen. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie ich jetzt dieses Teil wende mit diesen Wendenadeln. Es funktioniert aber recht ähnlich, wenn ihr einfach nur einen Stab habt. Das ist einfach nur zum Stabilisieren und funktioniert dadurch nochmal deutlich besser. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr einfach nur so ein längliches Ding habt, stellt euch vor, das ist jetzt euer Kochlöffel oder euer Schaschlikspieß oder so. Der Vorteil ist, wie gesagt, dass ich jetzt hier einen Tunnel mir baue, dass ich eine gewisse Stabilität dann da reinbekomme. Ich schiebe jetzt also diesen Tunnel einmal quer durch mein Bindeband bis ganz zum Ende. Und dann piekse ich hier oben rein und ziehe dadurch
das Bindeband in diesen Tunnel. Wenn ihr jetzt nicht diesen Tunnel habt, der das Ganze stabilisiert, nehmt ihr einfach euren Spieß oder Kochlöffel und piekst das Ganze auch so rum da rein und dann könnt ihr das Ganze so wenden. Wie gesagt, das ist dann alles ein bisschen komplizierter, deswegen nehme ich gerne dieses Wendset, weil das damit deutlich schneller und einfacher geht. Aber es geht auch mit einem ganz normalen langen Stück. Nehmt am besten keine spitze Schere, weil damit kann man sich schon mal solche Bänder kaputt machen. So, und jetzt kann ich eigentlich auch, wenn ich den Anfang gemacht habe, diesen Tunnel auch schon rausholen und dann einfach nur hier weiter ziehen, bis dann irgendwann das Holzstäbchen hier wieder hinten rauskommt. So, jetzt habe ich das Ganze gewendet. Ihr könnt dann jetzt noch hier ein bisschen die Ecken rausholen mit der Spitze und dann wird das Ganze gebügelt. Ich hole jetzt diesen Stab da gleich raus und dann bügeln wir das einmal so zur Hälfte. Einigermaßen schauen, dass hier die Naht ein bisschen rauskommt, dass es nicht allzu platt gedrückt wird einfach. Und dann haben wir auch schon das Bindeband. Als nächstes schnappst du dir jetzt die beiden Knopfleisten. Wir haben ja die Knopfleisten mit Einlage versehen und wir bügeln jetzt einmal die Knopfleiste in der Hälfte. Jetzt nehmt ihr euch eure Knopfleisten und legt sie rechts auf jeweils eine Seite des Vorderteils. Dafür schaut ihr, welche Seite für das Halsloch ist. Die Kante, die gerade ist am Saum. Und die Kante, die ein bisschen geschwungen ist, die ist am Halsloch. Und ihr legt das Ganze jetzt rechts auf das Teil. Und zum Annähen klappt ihr dann die Knopfleiste auf und näht nur eine Lage der Knopfleiste fest, denn wir klappen das Ganze nachher nach innen und steppen es fest und dann ist die Versäuberung innen zu sehen. Wenn ihr das noch schöner haben wollt, würde ich euch jetzt empfehlen, diese Kante 0,7 cm umzubügeln. Da müsst ihr aber sehr, sehr, sehr genau arbeiten. Und wenn wir das Ganze dann nach innen umklappen und absteppen, hat man dann eine umgebügelte Kante, die schmal abgesteppt ist. Das könnt ihr selber entscheiden. Ich bin ehrlich gesagt nicht so gut im Bügeln und nicht so ganz genau. Deswegen steppe ich das jetzt bei 1 cm an und drehe es dann einfach nach innen. Ich bügele die andere Kante nicht mehr. Das machen wir dann mit beiden Seiten. Wie gesagt, schaut, welche Seite die richtige ist. Und ich empfehle euch auch immer, wenn ihr eine Knopfleiste annäht, näht sie am besten immer vom Halsloch runter zum Saum, dass wenn es doch mal eine kleine Verschiebung oder so gibt, dass ihr das Ganze dann am Saum ausgleichen könnt. Wir haben jetzt die Knopfleiste angenäht und als nächstes bügeln wir dann die Nahtzugabe in die Knopfleiste, klappen dann die Knopfleiste um an den Bügelbruch, den wir eben schon gebügelt haben und steppen dann von außen knappkantig die Knopfleiste fest. Bevor wir die Knopfleiste jetzt absteppen, würde ich jetzt noch die Knopfleiste feststecken. Das ist eine der wenigen Momente, wo ich Stecknadeln wirklich benutze, aber da meine Nähmaschine auch gerne ein bisschen schiebt, würde ich die Knopfleiste jetzt überall glatt hinlegen, so dass ich nachher beim Nähen weiß, wie die Längen aufeinander gehören, weil bei meiner Nähmaschine, vielleicht ist es ja bei eurer ähnlich, die verschiebt dann gerne schon mal die Lagen miteinander und dann bekommt die Knopfleiste ein paar Falten, die ich nicht möchte. Nächstes nähen wir den Kragen. Der Kragen besteht aus den beiden Kragenteilen, einmal fixiert, einmal unfixiert und den Kragen steht auch einmal fixiert und unfixiert. Als erstes legen wir den Kragen rechts aufeinander. Dann nimmst du dir die Kragenschablone, legst sie bündig mit der unteren Kante auf und zeichnest einmal hier drumherum die genaue Form des Kragens auf. Das ist besonders wichtig, damit die untere Kante die richtige Länge hat. Und generell bei so kleinen Teilen ist es natürlich immer gut, wenn man die Form, die man später auch haben will, sich angezeichnet hat, weil da durchaus schon mal 1-2 mm entscheidend sein können. Ein kleiner Tipp, wenn ihr schöne Kragenecken haben wollt, näht die Spitze nicht ganz aus, sondern näht einen Stich quer in der Kragenspitze oder 2 und näht dann weiter. Dann habt ihr zwar nicht eine ganz spitze Spitze, sag ich mal,
aber nachher lässt es sich besser legen. So, wir haben jetzt den Kragen soweit fertig. Jetzt kommt der Kragensteg da dran. Bevor wir den Kragensteg jetzt an den Kragen machen, bügeln wir die untere Kante von einem Kragensteg 1 cm nach innen um. Dann nehmen wir uns jetzt den Steg mit der Fixierung, rechte Seite nach oben, die untere Kante hier, dann nehmen wir den Kragen, legen ihn da drauf und darauf wiederum kommt nochmal der umgebügelte Steg. Also wir haben jetzt hier quasi ein Sandwich gemacht, wo zwischendrin der Kragen liegt. Und nun ist die Herausforderung, alles so aufeinander zu nähen, dass die Knipse alle aufeinandertreffen. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hinten einmal den Kragensteg, dazwischen der Kragen und hier vorne der Kragensteg, der umgebügelt ist. Wir haben also den Kragensteg bündig mit der Rundung, nicht vorne mit der geraden Kante. Und wir starten auch mit unserer Absteppung hier vorne genau bei 1 cm. Da solltet ihr auch darauf achten, dass es relativ genau 1 cm ist, damit es dann auch nachher ins Halsloch passt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir alle 4 Lagen vereint bekommen. Dafür schaut, dass ganz genau die Knipse aufeinandertreffen, während ihr näht und dass alle Lagen bündig miteinander liegen. Wir schneiden dann jetzt hier die Nahtzugabe zurück und können das Ganze wenden. Dann können wir das Ganze bügeln hier und auch die ganzen Nahtzugaben alles schön flach in den Kragensteg bügeln. So sollte der Kragen dann aussehen. Wie ihr seht, schaut hier relativ genau 1 cm Nahtzugabe raus. Den brauchen wir dann jetzt, um den Kragen an das Kleid zu nähen. So, ich habe jetzt hier meinen Halsausschnitt und wir legen nun den Kragen rechts auf links auf den Halsausschnitt. Also das ist jetzt hier die rechte Seite. Ich lege es mir unten drunter und dann nähen wir den Kragen bei 1 cm an. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist, dass ihr euch den Kragen einmal feststeckt und schaut, ob der Kragen in das Halsloch passt. Es kann nämlich gerade beim Halsloch sein, dass es sich etwas ausgedehnt hat, wenn ihr damit hantiert habt, weil es da ja im schrägen Fadenlauf ist. Wenn ihr das bemerkt, das habe ich jetzt zum Beispiel hier vorne auch, steckt euch die Knipse aufeinander und dann versucht mal vorsichtig den Stoff ein wenig zu bügeln, also von oben ein bisschen drauf zu bügeln. Dann schrumpft der oft gerne noch mal ein bisschen wieder ein. Startet haargenau unter dem Kragensteg, den wir hier umgebügelt haben. Also es soll genau dieser Kragensteg nur angenäht werden und das Vorderteil. Das nähen wir zusammen und nicht dieses Stück hier. Ganz wichtig auch, wir nähen es von links. Also wie ihr seht, das ist meine Knopfleiste innen, also links, und legen dann darauf den Kragen. Schaut, dass ihr diese beiden Teile relativ bündig aufeinander legt, weil wir das nachher wenden werden. So, wenn wir den Kragen angenäht haben, wenden wir das Ganze jetzt und die Nahtzugaben, die hier vorne sind, stülpen wir in den Kragensteg hinein. Und dann bügeln wir erstmal alle Nahtzugaben in den Kragensteg und steppen dann den Kragensteg ab. Der Anfang vom Kragensteg ist immer ein bisschen tricky, weil hier sehr viele Stofflagen und Nahtzugaben aufeinander kommen. Ich nehme hier immer hier eine spitze Schere und drücke die Nahtzugaben hier schön rein, damit ich dann mit dem Nähen starten kann. Und dann schaut, dass die umgebügelte Kante immer über der Naht ist, also immer die Naht abdeckt, damit dann ein schönes Ergebnis bekommst. Also hier gibt es jetzt beim Nähen 2 Dinge, die wichtig sind. Einerseits schaut, wie gesagt, dass eure umgebügelte Kante immer die Naht darunter abdeckt und andererseits schaut, dass hier der Kragensteg immer flach aufeinander liegt, dass da keine Wulst oder so entsteht. Und so sieht es dann aus. Von der einen und von der anderen Seite müssen wir natürlich hier noch die Fäden ein bisschen abschneiden. Der Kragen ist selbst bei gekaufter Kleidung wirklich nicht immer ordentlich genäht. Also macht euch überhaupt keine Sorgen, wenn es beim ersten Mal noch nicht so ganz hingehauen hat, dass es noch nicht ganz so sauber ist. Es braucht wirklich viel, viel Übung, bis diese Dinger sitzen. Die sind einfach super schwierig zu nähen, aber es ist ja schon mal mega, wenn du den jetzt drin hast. Und dann gehen wir jetzt weiter. Dann kommen noch die Knöpfe und die Knopflöcher. Für die Knopflöcher brauchen wir jetzt unsere rechte Knopfleiste.
Denn bei Damen kommen ja die Knopflöcher immer in die rechte Knopfleiste. Und dann brauchen wir die Schablone. Also mit der Anzeichenschablone könnt ihr dann jetzt die Position der Knopflöcher bestimmen. Dafür nehmt ihr euch am besten einfach eine Nadel und piekst in den oberen Teil in das runde Stück von dem Knopfloch, was angezeichnet ist, und dann könnt ihr das entsprechend anzeichnen. Ihr könnt dann jetzt an den Markierungen Knopflöcher entsprechend eurer Knöpfe einarbeiten und danach markieren wir dann auch die Position der Knöpfe. Ich kann euch auch noch mal kurz zeigen, wie ich meine Knopflöcher aufmache. Ich mache das meistens erst mit diesem Auftrenner. Damit piekse ich in das Knopfloch und piekse auch gleichzeitig wieder raus, weil wenn ich jetzt so schiebe, da gab es schon einige Unfälle, dass man sich aus Versehen aus dem Knopfloch rausgeschoben hat. Und dann mache ich mit diesem spitzen Auftrenner den Rest und schneide bis kurz vor das Ende vom Knopfloch. Genau, und dann noch so ein bisschen sauber machen. Man muss da die Fäden auch teilweise noch mal ein bisschen verschneiden. Aber wirklich aufpassen, dass man nicht die Fäden vom Knopfloch erwischt, sondern wirklich nur von dem Gewebe dazwischen. Wenn ihr jetzt alle Knopflöcher gemacht habt und auch schon aufgeschnitten habt, können wir dann die Knopfposition anzeichnen. Das würde ich nämlich immer erst machen, wenn die Knopflöcher drin sind, weil man da ja natürlich auch noch mal ein bisschen Unterschiede drin hat und sonst die Knöpfe nachher nicht passen. Ich würde mir jetzt auf jeden Fall die Knopfleisten genau aufeinander legen, mir dann einen Markierstift nehmen und dann im oberen Drittel des Knopflochs einmal durchpieksen, um die Position vom Knopf zu haben. Und oben am Kragensteg legt ihr euch das so hin und macht ganz vorne am Ende des Knopflochs einen Punkt für die richtige Knopfposition. Ihr könnt euch dann eure Knöpfe nehmen und annähen, da wo ihr jetzt markiert habt. Als nächstes nähen wir dann noch die Ärmel. Da kommt ja noch ein Gummi rein. Du bügelst die jetzt an den Säumen von den Ärmeln jeweils 1 cm nach innen um. Und wenn du den Saum bügeln möchtest, ich benutze gerne einen Rollsaumfuß an der Nähmaschine, dann brauche ich das nicht bügeln. Aber wenn ihr sowas nicht habt und bügeln müsst, dann könnt ihr auch gleich den Saum mitbügeln. Da könnt ihr zweimal 0,7 cm umbügeln und dann bei 0,5 cm absteppen. So, ich habe mir jetzt hier den Ärmelsaum gebügelt auf 1 cm und wir steppen das Ganze jetzt bei 0,7 cm ab. Aber lasst noch eine kleine Öffnung von so 5 cm, denn wir müssen ja noch das Gummi einziehen. In die Ärmel kommt ja jetzt noch ein Gummi und um die richtige Länge zu bestimmen, lege ich mir dann einfach das Gummi um das Handgelenk, so locker, wie ich es halt haben möchte. Ich finde es immer schön, wenn es einigermaßen eng ist, und dann schneide ich mir die Länge ab, mache mir die gleiche Länge für die andere Seite und dann nehme ich mir einen Gummi, mache die Sicherheitsnadel rein und fädel mir das dann durch den Ärmel. Wir hatten uns ja hier extra am Ärmel beim Absteppen eine Öffnung gelassen und da fädel ich das jetzt rein. Aber achtet darauf, dass ihr das Ende vom Gummiband nicht da drin verschwinden lasst, weil das müssen wir dann ja nachher vernähen. Und wenn wir jetzt beide Enden wieder sichtbar haben, können wir sie übereinander legen und feststeppen und das Ganze dann in den Saum wieder reinziehen. Es ist immer ein bisschen tricky bei so einem dünnen Band, das übereinander festzunähen. Man kann das auch ganz gut einfach mit der Hand machen. Ich bin immer ein bisschen faul und mache immer gerne alles mit der Nähmaschine. Versuche mir das so drunter zu positionieren und dann einfach so ein bisschen drüber zu nähen. Und dann kann man auch noch mal mit einem schmalen Zickzack drüber. Hauptsache, es ist irgendwie miteinander befestigt. Ihr könnt das auch einfach mit der Hand mit ein paar Stichen machen. Ist auch relativ wurscht, wie das jetzt hier aussieht. Hauptsache, es hält, denn wir ziehen das Ganze ja jetzt in den Ärmelsaum rein. Und dann ist das verschwunden und dann ist es total egal, wie es aussieht. Wir schließen dann jetzt hier noch die Öffnung und dann ist auch der Ärmel fertig. Für den Saum habe ich mir jetzt hier noch einen Rollsaumfuß dran gemacht. Den nehme ich immer ganz gerne, um dünne, leichte Stoffe zu säumen. Damit kann man nicht die dicke Stelle hier vorne an der Knopfleiste machen. Die müssen wir nachher erstmal per Hand umbügeln und dann absteppen. Aber weiter hinten kann ich schon mal starten und mit diesem Rollsaum dann meinen Saum umschlagen. Dieser Fuß macht quasi diesen Einschlag von alleine. Das ist anfangs ein bisschen fummelig, das da rein zu bekommen. Aber wenn es einmal drin ist,
kann man ohne viel Aufwand dann einen Saum nähen. Als letztes fädeln wir den Gürtel dann noch durch den Tunnel. Dafür brauchen wir hier eine Sicherheitsnadel. Die stecken wir einmal an den Gürtel und dann fädeln wir das Ganze durch den Tunnel durch. So, das war's. Ich werde jetzt hier noch ein paar Fäden abschneiden und dann ist das Hemdblusenkleid Lou fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an christina@bara-studio.com und abonniert unbedingt meinen Kanal hier bei YouTube und folgt mir bei Instagram unter @bara_studio. Ich freue mich.